Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder das Thema Karten für euch und da wollte ich euch zeigen, wie ihr mit Metallic Wasserfarben und dem Heat Embossing extrem coole Karten selber machen könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist diese Karte und ich weiß, ihr seht jetzt ja wahrscheinlich nicht alles so genau. Was wir machen, ist, wir werden hier auf die Karte einen Stempel draufbringen, einen Hintergrundstempel und das mit Embossing Paste, damit wir das dann mit durchsichtigem Embossing Pulver draufbringen können und so hat es diesen schwarzen Effekt quasi und dann füllen wir das Ganze mit Gold Acrylfarbe auf und hier unten haben wir dann auch noch einen kleinen Spruch drauf und so habt ihr eine extrem schlichte Karte, die auch Spaß macht, weil das Ausfärben durch das Embossing Pulver, das da drauf ist, wunderbar funktioniert. Gucken wir uns an, wie ihr das machen könnt. Was wir für dieses Projekt brauchen, sind so ein paar Sachen. Ich fange mal mit dem Papier an. Da habe ich meine Standardkarte für die Slimline-Karten. Die ist in der Höhe 21 cm, in der Breite 9 cm und deshalb habe ich die geschnitten auf 18 cm und bei 9 cm gefalzt. Die Auflagekarte hier in Schwarz, die habe ich einfach einen halben Zentimeter kleiner gemacht, damit die hier noch einen schönen Rahmen ringsherum hat und deshalb ist die 8,5 cm mal 20,5 cm. Dann habe ich noch einen kleinen Streifen, einfach um da dann den Spruch Happy Birthday drauf zu machen. Dann vom Stempeln her, ich mag es so, wenn ich hier so in einer Hälfte diese Mandala-ähnlichen Stempel aufbringen kann. Ich werde diesen hier verwenden, aber da gibt es auch andere, je nachdem, was euch da gefällt. Aber ich finde die jetzt gerade so für diese Karten eigentlich am schönsten. Und ja, ist massiv größer als die Karte, aber mein Ziel ist es, das hier nur auf die Hälfte im oberen Bereich aufzubringen. Deshalb dieser Stempel und dann das Happy Birthday. Das nehme ich aus diesem Stempelset raus und zum Stempeln verwende ich das Stempeltool. Und dann zum Stempeln, ich werde nicht normal mit ganz normaler schwarzer Stempelfarbe stempeln, sondern ich werde ein Heat Embossing machen. Und deshalb habe ich hier das Embossing Stempelkissen. Ich habe ein transparentes Embossing Pulver, weil ich will einfach, dass dieses Schwarz verstärkt wird und es dann auch als Blocker dient zum Ausfärben. Fürs Embossing immer gut, wenn ihr das Powder Tool habt, damit dann die Stempelflüssigkeit wirklich nur da haftet, wo ihr sie haben wollt. Und dann natürlich die Heat Gun und ein Stück Papier, um dann mit dem Pulver zu arbeiten. Dann habe ich den kleinen Hebelschneider, einfach um dann das Label entsprechend zu schneiden. Dann fürs Ausfärben, das gibt von diesen Metallic-Farben, da gibt es ganz viele verschiedene, rosa, was auch immer, hier so ihren Altrosa. Ich werde heute aber mit dem Gold arbeiten und dafür verwende ich einen ganz, ganz feinen Pinsel. Und was ich halt einfach mag, ist, wenn ich nicht direkt mit diesem Fläschchen arbeiten muss, deshalb nehme ich hier einfach irgendein Wasserfarbenset, damit ich hier mit diesem Element arbeiten kann. Die Metallic-Farben, die gibt es auch als solche quasi Farbkissen, aber ich für mich habe die flüssigen. Und was wir natürlich dann auch noch brauchen, sind verschiedene Klebemittel, um das Ganze dann auf die Karte aufzubringen. Aber das gucken wir dann am Schluss noch. Sehr wahrscheinlich werde ich einfach mit einem Flüssigkleber arbeiten
und den Spruch mit etwas Dimensionless aufbringen. Aber da gucken wir uns dann am Schluss das Bild an, wie das aussieht. Und als allererstes starten wir jetzt mit dem Stempeln und dem Heat Embossing. Dazu lege ich die Karte hier ins Stempeltool rein und platziere mir diesen Stempel da drauf, so wie ich den haben will. Ich werde versuchen, hier mit diesen beiden Punkten abzuschließen, damit ich hier unten dann den Spruch aufbringen kann. Ja, zum Nachstempeln ist es immer einfacher, wenn die Karte wirklich schön in der Ecke liegt. Deshalb lege ich das hier jetzt kurz auf den Kopf. Und dann weiß ich, ich muss von der Stempelflüssigkeit, muss ich auch nur hier auf diese Hälfte anbringen. Gebt ihr ruhig ein bisschen Zeit, auch kurz da ins Papier rein, dass sie sich mit dem Papier verbinden zu können. Hat schon einen relativ guten Abdruck, ich werde trotzdem aber noch kurz nachstempeln. Einfach um sicher zu gehen. Und was ich jetzt prompt vergessen habe, ist das Powder Tool. Ich hoffe jetzt, dass es trotzdem funktioniert. Was man eigentlich machen müsste, ist mit dem Powder Tool zuerst kurz die Karte abzupudern. Habe ich jetzt prompt vergessen. Naja, gucken wir mal. Ich lasse es extra im Stempeltool drin, dass ich immer noch nachstempeln könnte, wenn das nötig wäre. Jetzt nehme ich hier mein Blatt und dann das durchsichtige Embossing-Puder. Und Achtung, nicht mit den Fingern da drauf, wo ihr gestempelt habt. Jetzt könnt ihr einfach gucken, dass ihr das schön abdeckt mit dem Puder. Das dann so ein bisschen runterklopfen, damit das schön da hängen bleibt, wo ihr gestempelt habt. Jetzt genau das passiert, was ich nicht wollte. So sieht es eben aus, wenn man nicht mit dem Stempeltool, mit dem Powder Tool arbeitet. Das heißt, ich muss das nochmal machen, weil man kann ja ein bisschen mit dem Pinsel das Puder wegmachen, wenn es ringsherum ist, aber hier ist es einfach an zu vielen Stellen da, wo es nicht hingehört. Von dem her, neuer Versuch. Und das Puder ist nicht verloren, sondern das könnt ihr jetzt einfach hier so ein bisschen zusammenstoßen und wieder ins Töpfchen zurückgeben. So, jetzt versuchen wir das richtig, und zwar eben zuerst das Puder aufzubringen. Und keine Angst, wenn jetzt das Papier so ein bisschen weiß wird, das könnt ihr nachher wieder abwischen, das ist gar kein Thema. Aber es ist eigentlich gerade so ein gutes Beispiel, damit ihr seht, dass es wirklich wichtig ist, dass man das macht. So, jetzt stempeln wir das Ganze nochmal. It never rains in California. The sun is always shining bright. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers. So, jetzt seht ihr, das ist ein ganz anderes Ergebnis. Wenn ihr da Stellen habt, wo es zu viel Pulver drauf hat oder auch noch zu wenig, ich sehe gerade, dass 2 Punkte kein Pulver drauf haben. So. Und dann könnt ihr immer noch ringsherum mit dem Pinsel das ein bisschen wegwischen. Einfach vorsichtig, damit ihr da nicht ins Design reinkommt. Und jetzt können wir hier ganz einfach mit dem Föhn drauf.
gehe da immer auch von der Rückseite zuerst ein bisschen drauf. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night. Und bei dem seht ihr jetzt wirklich super schön, dass das hier transparent dann wird, wenn es sich verflüssigt. Und das können wir jetzt auch noch kurz mit dem Tuch abwischen, damit ich diese weißen Streifen vom Puder nicht mehr drauf habe. So, jetzt würde das so eigentlich auch schon cool aussehen, aber wir machen damit noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr mit dieser Paste arbeitet, guckt drauf, dass ihr den Stempel relativ schnell gut reinigt. Und ich mache das immer mit Baby Wipes, ganz einfach. Und damit mir das, während ich arbeite, dann nicht eintrocknet, packe ich die jeweils so in eine kleine Dose rein. Das Ganze ist ein bisschen dickflüssig, deshalb verrühre ich das jeweils noch so ein bisschen. Und ihr seht, das hat schon eine extrem gute Deckfarbe. Ich nehme jetzt hier einfach so ein bisschen von, pack das mal hier rein. Und dann könnt ihr vorsichtig mal damit anfangen, gewisse von diesen Zwischenräumen auszufüllen. Ich würde nicht alles ausfüllen, sondern wirklich hier so euch jeweils entscheiden, wie weit ihr das ausfärben wollt. It never rains in California. The sun is always shining bright. But if the sky would open up, you're staying. Wenn das Ganze zu dickflüssig ist, könnt ihr da auch mit ein bisschen Wasser noch arbeiten. You don't get out. You always used to love the rain. Weil es braucht wirklich fast nichts von diesem Gold. Das deckt so dermaßen gut ab. LA changed you. No rain, no flowers. Nothing's growing where your heart is fire. But baby, I bet you're cold without me. Even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there. Und das Schöne ist halt, durch diesen schwarzen, durch das Embossing-Pulver, habt ihr quasi einen schönen Blocker auch. Keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. I bet you're cold. You're so damn cold. No rain, no flowers. Nothing's growing where you're at. Und ihr könnt da wirklich auch super filigran arbeiten, weil dadurch, dass diese Goldfarbe flüssig ist, schiebt quasi das Embossing-Pulver die immer wieder quasi dahin zurück, wo das Papier ist und nicht das Pulver. Aber ja, es ist natürlich nicht wirklich eine Arbeit für eher ungeduldige Menschen. Aber wir haben im Moment ja eh ein bisschen Zeit, ne? Von dem her kann man sich gut damit die Zeit vertreiben. Fire, but baby, I bet you're cold without me, even when it's 90 degrees. Without me, I bet that you can get any sleep in that bed, lying awake. 'Cause I'm not there beside you, keeping you warm at night now. I bet you're cold. You're so damn cold. It never rains in California. The sun is
Was ich immer mache, ist, dass ich die Spitzen immer noch einmal nachziehe, weil ich das da wirklich am wichtigsten finde, dass ich da eine schöne, gute Deckung drauf habe. Und wenn ihr da mal fälschlicherweise drüber seid, könnt ihr das ganz einfach mit Wasser korrigieren. Und wenn ich Blüten habe, dann gucke ich jeweils, dass die Deckung von innen nach außen stärker ist. Das heißt, gehe eher von der Mitte nochmal nach außen. So, dann. Das ist auch schon alles, was ich haben will. Und ihr seht jetzt dieses schöne Spiel mit dem schwarzen Embossing-Pulver. Und ich weiß, mit der Kamera ist es ein bisschen schwierig, aber in echt man erkennt das Motiv super gut. Und dann habt ihr eben diesen Glanzeffekt durch das Gold. Sorry, meine Lieben, irgendwie hatte das Ganze nicht den Effekt, den ich haben wollte. Und deshalb habe ich mich umentschieden. Und werde hier ganz einfach einen Spruch drauf machen und etwas, was so ein bisschen zu diesem Schein passt. Und da gebe ich You Are My Sunshine drauf. Und zwar direkt auf die Karte. Hier so ein bisschen im unteren Bereich. Und das mache ich extrem dezent. Passt dann auch zur Karte. Und zwar ganz einfach mit dem schwarzen Embossing oder mit dem durchsichtigen Embossing Powder, damit es dann, man sieht es dann fast nicht, sondern nur, wenn man es so gegen das Licht hält. Und das finde ich eigentlich einen extrem coolen Effekt. Ich nehme das hier auf, dann geben wir da das Puder drauf, wie immer. Und dann stempeln wir das Ganze nochmal. Ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man so viel Arbeit schon in eine Karte reingesteckt hat und dann noch solche Übungen macht. Aber wir gucken jetzt mal, ob das funktioniert. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, dass ihr zuerst diesen Stempel aufbringt und dann euch an das ganze Ausfärben macht, weil sonst war dann, wenn das nicht gut kommt, dann war das alles umsonst, ne? Das ist genau der Effekt, den ich haben wollte. Es wird schwierig, ob ihr das überhaupt seht. Aber so habt ihr wirklich eine schöne, schlichte Karte und hier unten diesen kleinen Spruch drauf. Und die sieht extrem edel aus, so. Alles andere wäre zu viel gewesen. Von dem her, lasst euch da nicht abschrecken, ne? Wenn ihr mit einer Karte anfangt und dann merkt ihr unterwegs, nee, irgendetwas stimmt einfach hier noch nicht, dann schmeißt die nicht weg, sondern guckt einfach, wie könntet ihr das anders machen. Und jetzt kann ich das Ganze nur noch aufkleben. Da nehme ich jetzt ganz einfach meine Auflagekarte, immer gucken, wie sie aufgeht, damit ihr die richtig aufklebt. Und dann meinen Flüssigkleber, das ist ganz normale Zementit-Flüssigkleber. Und den gebe ich hier hinten drauf. Ich finde den einfach in dieser kleinen Tube super, weil da schmeißt man nicht zu viel Kleber auf die Karte. Und dadurch wölbt sich dann die Karte auch nicht. So, und jetzt können wir das noch mittig drauf bringen. Und so haben wir hier wirklich eine mega coole, dezente Karte, die durch dieses durchsichtige Embossing-Pulver sieht es aus, als ob es schwarzes Embossing-Pulver wäre. Und hier unten haben wir noch den Spruch drauf.
Von dem her eine extrem simple Karte, auch schön, um da so ein bisschen mit Gold zu arbeiten. Aber eben, ihr müsst nicht Gold nehmen, ihr könnt da auch eine andere Farbe nehmen. Und ja, so ist es eigentlich auch relativ schnell gemacht, weil wir hier mit dem Embossing-Pulver quasi einen Blocker bilden, damit die Farbe da nicht rausläuft. Von dem her, das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!